Ohne Zusammenhalt gibt es kein Team. Und ohne Team ist man allein. Du hast dir das falsche Team ausgesucht, Kumpel. Polizeikontrolle. Was machst du da? Ich filme Sie, das dürfen Sie nicht. Hör auf damit. Nein. Jetzt zufrieden? Das hier ist unser Leben. Du bist neu, wir sind schon seit 10 Jahren hier. Wir sind die Einzigen, die sie respektieren. Da sind sie! Schnell weg hier, los! Das ist kein Respekt. Die Leute haben Angst vor euch, das ist alles. Wir haben heute Die Wütenden, Les Miserables gesichtet. Dabei geht es um unkontrollierte oder uneingeschränkte Polizeigewalt gegenüber der Bevölkerung. Dabei ging es eher so um die Polizei innerhalb von solchen Slums und der Art, wie sie praktisch mit den Leuten umgegangen sind. Man sieht so praktisch diese beständige Reibung zwischen diesen Gruppen und dieser Konflikt spitzt sich immer weiter zu, bis dann das eigentlich auf ein Chaos hinauslaufen muss. Ja, die Gewalt war wirklich ein zentraler Punkt von der Handlung und es ging quasi die ganze Zeit darum, wie eben die Gewalt ausgeübt wird von den einzelnen Gruppen. Aber das war auch stellenweise die Handlung etwas unzusammenhängend leider, weil eben immer nur die Polizisten gezeigt wurden, wie sie von einer Stelle zur nächsten rennen. Und es gab stellenweise nicht so wirklich einen roten Faden, das hat mich etwas gestört. Ja, aber ich glaube, das hat gerade so ein bisschen diesen Charme von dem Film ausgemacht, dass es eben jetzt nicht so gewollt so eine rote Linie entstanden ist, sondern dass man praktisch wirklich so einen Einblick in den Alltag von den Leuten hatte. Was du jetzt sagen willst, ist es wie im echten Leben sozusagen, die Polizisten gehen Exakt. Von Ort zu Ort und da gibt es nicht einen roten Faden. Es ist halt einfach eine normale Streife. Ja. Was der Film meiner Meinung nach aussagt, ist, dass sozusagen diese Konflikte, die da entstehen, das war jetzt natürlich schon ein bisschen ein extremes Beispiel, aber dass es sozusagen haufenweise so kleine Konflikte einen ganzen Tag über in solchen Slums, hattest du vorhin gesagt, gibt. Sozusagen, dass das nur so ein Beispiel davon ist. Das fand ich zum Beispiel sehr cool, dass die Musik an den Stellen, an denen immer mehr Leute dazugekommen sind, der Konflikt sich immer mehr zugespitzt hat, dass da die Musik auch immer lauter geworden ist und dadurch so ein bisschen der Konflikt viel mehr in den Vordergrund gerutscht ist und man dann praktisch richtig drin war. Man hat das schon in den Situationen, wo Stress war, hat man das schon auch total mit so gefühlt, aber es war halt so der Grund dafür, dass die jetzt wütend waren aufeinander, das hat man nicht so nachvollziehen können, weil halt in den ruhigeren Momenten die Charaktere nicht so wirklich die Gründe hatten und das auch nicht so gut gespielt haben. Ich fand die Kamera eigentlich relativ gut, also so in diesen Szenen, was wir jetzt schon ganz oft gesagt haben, wo es so stressig war, da war die Kamera auch immer so direkt sozusagen auf der Schulter und war so mit dabei. So. Ja, dass man richtig sich so gefühlt hat, als wäre man in der Situation genau, drin. Ja. Wir haben natürlich jetzt nicht so diese Zustände, wir leben jetzt zum Glück nicht in so einer Gegend und können deswegen jetzt auch nicht so sagen, dass das absolut der Wahrheit entspricht, aber es wird schon sehr realistisch rübergebracht. Also der Hauptgedanke aus dem Film und die Hauptmoral, finden wir, war quasi, dass Gewalt zu neuer Gewalt führt und dass man da irgendwo einen Schlussstrich setzen muss, weil das schaukelt sich immer weiter hoch. Ich würde sagen, so ungefähr ab 14 Jahren würde ich den Film empfehlen und das war auch so die grundlegende Meinung bei uns in der Jury, weil es geht halt schon um Gewalt, viel. Es wird jetzt nicht so sehr mit der Kamera auf die Gewalt draufgehalten. Also bei der Wertung sind wir uns eigentlich alle relativ einig gewesen. Wir fanden den Film alle gut. Perfekt war er natürlich nicht, noch lange nicht. Die Handlung war recht, stellenweise ein bisschen undurchsichtig. Die Charaktere waren flach. Dann die Emotionen, die waren halt... Die Emotionen waren stellenweise auch sehr oberflächlich. Also es war halt immer viel Wut dabei, aber es war nie so wirklich ein tiefsitzender Grund, warum er da jetzt wütend ist, außer dass jetzt die Situation doof ist. Ja. Das hat mir noch ein bisschen gefehlt, dass das so tiefer geht, dass man das wirklich völlig nachvollziehen kann. Ich denke, das ist eher so ein Film, den man sozusagen anschaut, weil man sich dafür interessiert und nicht den man anschaut, um sozusagen einfach einen schönen Abend mit seinen Kumpels zu haben. So. Ja. Das Gesetz bin ich! Was willst du mir damit sagen? Dass es ein Unfall war? Die Kleinen lassen nicht locker. Ist ja nicht eure Schuld. Wie immer. Sie haben noch allen Grund, wütend zu sein. Nur so hört man ihnen zu. Du gehst zu weit!